Hallo und willkommen zurück im Pinegrove Forest. Im heutigen Video soll es um das neue Update für das Starterprojekt gehen. Das Starterprojekt ist jetzt nämlich in Version 2.0 verfügbar und hat jede Menge Neuerungen. Am besten ladet ihr euch das Update aus dem neuen Login-Bereich von Pinegrove Forest. Wenn ihr hier das Starterprojekt kauft, dann seht ihr immer, wenn es neue Updates gibt, sozusagen direkt eine Meldung und könnt dann auch das Update direkt herunterladen. So, das machen wir mal. Das geht auch ziemlich schnell. Und dann haben wir hier das Starterprojekt jetzt heruntergeladen als Ordner. Und in diesem Ordner haben wir wie immer die beiden Ordner, einmal für das Starterprojekt an sich, also für die Starter-Website und dann nochmal für die Basic-Komponenten, also die vorgefertigten Blöcke wie Menüs, Titelbereiche und so weiter, die man dann auf die Website ziehen kann. In dieser Anleitung, die hier dabei ist, wird das auch alles nochmal erklärt, wie man das macht, wie man das startet. Aber ich zeige euch das jetzt hier auch nochmal im Video. Sinnvoll ist immer, wenn man beginnt, dass man sozusagen diese Dateien dupliziert, dass man die also dann immer wieder zur Verfügung hat. Wenn man vielleicht mehrere Webseiten machen will, dann macht das Sinn. Ich nenne jetzt mal unsere neue Website Café-Website. Also wir machen jetzt eine Website für ein Café. Ich habe jetzt hier einen neuen Ordner gemacht, Café-Website. Und in diesen Ordner kopiere ich jetzt den Inhalt dieser Starter-Website hinein. So, kopieren, einsetzen. So, also das ist jetzt die Starter-Website. Die ist jetzt hier in meinem Projektordner und ich kann, wenn ich später noch mal eine andere Website mache, jederzeit wieder dieses Starter-Projekt neu kopieren. Die Basic-Komponenten, die liegen hier, die könnt ihr am besten, oder den Ordner könnt ihr am besten irgendwo abspeichern in eure Dokumente oder so, dass ihr den immer an einer zentralen Stelle habt. Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir mal Pinegrow. So, und dann sagen wir Open Project und dann wählen wir jetzt diesen Projektordner aus, den wir hier, ähm, den wir hier gerade erstellt haben, Kaffee-Website. So, und dann sehe ich, dass ich jetzt hier dieses Starterprojekt geöffnet habe. Ähm, Das Starterprojekt, das besteht ja einmal aus der Masterseite. In dieser Masterseite werden wichtige Designelemente festgelegt für alle Unterseiten der Website. Da haben wir hier zum Beispiel den Header. Ja. Da kommt dann später zum Beispiel das Menü rein oder halt eben die Bereiche, die man oben auf der Website hat. Hier in der Mitte, das ist jetzt neu, das ist sozusagen eine Übersicht wichtiger HTML-Elemente, die man übersichtlich und schnell gestalten kann direkt. Also hier sind jetzt ja, alle wichtigen Überschriften, Texte, Links, Buttons, Listen, so Inputfelder für Kontaktbereiche und so weiter direkt schon übersichtlich dort angeordnet. Und das hat den Vorteil, dass ich hier ganz schnell das Design meiner Website vornehmen kann oder festlegen kann. Und hier ganz unten haben wir dann noch den Footer und der Header und der Footer. Die sind dann sozusagen auf jeder Unterseite der Website identisch, also auf der Startseite oder auch auf der Kontaktseite sind die immer gleich. Und dieser mittlere Bereich hier, ist nur auf der Masterseite zu finden. Also der wird nicht mit übertragen auf die anderen Seiten.
Was haben wir noch? Wir haben die Index-Seite, das ist dann sozusagen unsere Startseite, die ist jetzt noch leer. Die Impressum-Seite, da steht dann später ja, halt eben das Impressum und auch die Datenschutzseite, wo dann später die Datenschutzerklärung stehen soll. Dann haben wir hier noch Ordner, also das sind einfach so PineGrow-Systemdateien. Wichtig ist nur der Ordner CSS. Da liegt unsere CSS-Datei drin, die ist sozusagen, die bestimmt, wie die Website gestaltet ist. Also äh, das Design der Seite wird dort festgelegt. Im Ordner Media, da liegen unsere Schriftarten und da kommen auch unsere Bilder rein. So, und das können wir ja auch direkt mal machen. Also, wenn wir jetzt hier in unseren Website-Ordner gehen, dann finden wir genau dieselbe Struktur, die wir auch im Pineco gesehen haben. Und in den Media-Ordner, da schieben wir unsere Bilder rein. Das sind jetzt hier so ein paar Platzhalterbilder. Da ist hier auch die Schriftart. Und da ziehen wir jetzt die Bilder rein. Ich habe hier schon mal so ein paar vorbereitet. So, na, packen wir die jetzt einfach hier rein und dann können wir da später darauf zugreifen. So, jetzt haben wir also unsere Starter-Website. Wir haben aber noch keine Basic-Komponenten. Also hier haben wir nur die ganz normalen Pinegrow HTML-Elemente. Und das machen wir, indem wir quasi jetzt erstmal zum Beispiel auf die Masterseite gehen und dann bei Page, Manage Libraries and Plugins, brauchen wir hier unsere Basic-Komponenten. Also hier gibt es halt jede Menge Add-ons, die man hier aktivieren kann. Und wir wollen aber eine Component Library, Load Component Library. Und dann gucken wir auf dem Desktop, haben wir das abgespeichert vom Starterprojekt, die Basic-Komponenten. Die wählen wir aus. So. Und dann finden wir jetzt diese Basic-Komponenten alle hier. Also das sind sozusagen vorgefertigte Blöcke, Menüs, Header-Bereiche, Titelbereiche, ja, verschiedene Textbereiche, so Übersichten, Checklisten, Akkordeons. Hier haben wir eine Preisliste und so weiter. Ne? Also neu sind jetzt hier zum Beispiel auch die Kontakt, ähm, neu sind jetzt hier zum Beispiel auch Kontaktformulare. Ja, und dann können wir einfach starten. Dann nehmen wir jetzt hier einfach mal so einen Header, ja, und den ziehe ich jetzt hier in unseren Head-Bereich der Seite. Und dann sehe ich, hoppla, irgendwie sieht es nicht so aus, wie das aussehen soll, eben weil wir noch nicht die Style-Datei reingeladen haben. Also gehen wir nochmal Libraries und Plugins, Basic-Komponenten und da sehen wir, aha, Resources. Und dann kann ich jetzt diese Resources quasi äh, also zu allen Seiten unseres Projektes hinzufügen. Ganz wichtig ist, dass ich niemals die Ressourcen überschreibe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in 3 Tagen nochmal an der Website arbeite und jetzt die Starterkomponenten, die Basic-Komponenten neu reinladen muss, dann ist es ganz wichtig, dass ich die niemals überschreibe, weil wir ja auch Änderungen vornehmen dann am Design und da könnten halt alle Änderungen verloren gehen. Deswegen sage ich füge die jetzt überall hinzu. So, und dann sehe ich plötzlich, aha, jetzt sieht ja das Menü sozusagen so aus, wie es aussehen soll. So, sehr gut, haben wir das. Dann fügen wir hier unten noch einen Footer hinzu. Den finde ich jetzt hier in den Footer-Bereichen. Obwohl, vielleicht nehmen wir mal einen kleineren Footer, Footer S. So,
Und da sehen wir, haben wir den Header und Footer hinzugefügt. Jetzt kommen wir zu dieser neuen Übersicht hier. Ähm, Hier kann ich jetzt nämlich schon direkt das Design der Seite festlegen. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe in den Style-Tab, habe jetzt hier die H1-Überschrift ausgewählt und sehe direkt, wie ist die, wie ist die gestaltet. Dann können wir jetzt hier einfach mal direkt Sachen ändern, wie zum Beispiel die Farbe. Wir wollen jetzt, ja, es soll eine Kaffeeseite sein, das heißt, wir machen jetzt die Farbe mal in einem schönen, ändern die Farbe in ein schönes Braun. Ja, vielleicht in etwa so. Die H2-Überschrift wählen wir einfach aus, sagen wir, da machen wir die Farbe vielleicht ein bisschen heller. Zudem wollen wir, dass die nicht fett ist, sondern normal. Ja, vielleicht wollen wir auch die Größe ein bisschen ändern. So. Und dasselbe kann man jetzt für alle Elemente hier auch machen. Nehme ich mal die Farbe der H1. Ähm, Nehme ich mal hier die Farbe der H1-Überschrift. Und die nutze ich dann auch bei der H3-Überschrift und so weiter. Also hier kann man dann festlegen, wie das Design aussehen soll. Da haben wir hier auch den Fließtext, den können wir hier auch größer machen, kleiner machen. Wir können die Farbe ändern. Vielleicht machen wir etwas grau. So bei den Links nehme ich also auch jetzt einfach hier nochmal die Farbe. So, und schon sehen wir, dass die Änderungen auch direkt hier übernommen werden. Ne? Also die Links sind hier zum Beispiel schon mal überall braun. Der Text ist schon mal überall so grau. Die Buttons kann ich zum Beispiel auch direkt ändern. Also hier habe ich direkt auch so einen Button. Wir wollen, dass der Button auch so ein Braun bekommt. Also mache ich die Hintergrundfarbe auch braun. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel die, die Abrundungen festlegen. Ich mache das mal ein bisschen größer, so dass man das besser sieht. Also ja, jetzt ist ja zum Beispiel dieser Button hier noch ganz eckig. Wir können jetzt sagen, wir machen den Button rund. Da gehen wir einfach hier rein, ändern die ähm, ja, diese Abrundung. Sehen wir das ja auch alles nochmal, Border Radius 15 Pixel. So, und dann ist dieser Button rund. Wenn ich jetzt hier drüber fahre mit der Maus, ist der aber noch blau. Ne? Also das ist dieses voreingestellte Design. Und das ändern wir jetzt zum Beispiel mal hier in diesen zweiten Braunton, den wir hier ausgewählt haben. Nehme ich also den Button wieder und sage hier, ich möchte den Hover-Status, also wenn ich sozusagen mit der Maus drüber fahre. Und da haben wir hier die Regel für den Hover-Status vom Button. Da sehen wir, da haben wir jetzt hier dieses dunklere Blau, aber wir wollen das in diesem Braun. Und jetzt ist sozusagen der Button geändert, wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber fahre. So, also haben wir doch jetzt schon mal relativ schnell das Design so ein bisschen festgelegt von der Seite. Jetzt legen wir hier noch ein paar Änderungen im Menü fest. Ja, hier steht zum Beispiel kleiner Beschreibungstext, Ihr Bäcker in Berlin. Da schreiben wir jetzt einfach mal rein, Ihr Lieblingscafé in Berlin. So, hier haben wir auch direkt Telefonnummer, E-Mail-Adresse. So, was ich dazu sagen muss,
alle vorgefertigten Bereiche, die sind schon komplett responsive. Also ich kann, wenn ich jetzt hier die Seitengröße ändere, ja, dann passt sich diese Größe an auf die mobile Version, auf die Desktop-Version, auf die Tablet-Version und so weiter. Und was auch neu ist jetzt in Version 2.0 des Starterprojekts, ist, dass die maximale Größe, wie groß also sozusagen diese Komponenten sein können, jetzt noch gewachsen ist. Also selbst wenn ich jetzt sehr, sehr große Monitore habe, dann fülle ich noch mehr von dem Platz, der mir zur Verfügung steht, aus. Und das ist also besser bei großen Monitoren. So, ich kann jetzt also zum Beispiel hier den Header auch gestalten. Nehme ich mir hier wieder dieses Braun nehme. Ich sage, ich möchte, dass diese Icons hier braun sind. Also klicke ich es einfach an. Ich sehe, hier gibt es die Klasse Header Icon. Die legt also die Größe fest. Und es gibt die Klasse Icon SVG. Icon SVG. Und die legt jetzt zum Beispiel die Farbe fest. Also könnte ich jetzt hier sagen, ich will die Farbe ändern in dieses Braun. Und dann sind direkt alle Icons, die wir benutzen, in braun umgefärbt. Ne? So, dann sieht es doch schon mal ganz gut aus. Dann will ich mal schauen, wie denn jetzt dieses Design sich auch auswirkt auf unsere restlichen Seiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Startseite gehe, da fällt mir auf, hier ist ja gar nichts zu sehen von dem Header und den Footer, den wir hier gestaltet haben. So, das liegt daran, dass diese Änderungen, die ich hier gemacht habe, erstmal auf alle Unterseiten angewendet werden müssen. Also gehe ich auf Components und dann kann ich zum Beispiel sagen, Update the whole project direkt. So, und dann sehe ich, aha, jetzt ist unser Header und Footer auch auf der Startseite zu sehen, auch im Impressum zu sehen, auch auf der Datenschutzseite zu sehen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Impressum eine Änderung machen möchte, im Menü, also hier zum Beispiel, möchte ich jetzt hier unten, hier steht Ihr Unternehmen, das ist natürlich ein Platzhalter. Wenn ich jetzt hier hinschreiben möchte, mein Kaffee und ich dann nochmal die Components aktualisiere, also Update the whole project, dann sehe ich, dass diese Änderung wieder zurückgestellt wird. Ne? Das heißt also, wenn ich Änderungen vornehme am Header und am Footer der Seite, dann muss ich das immer auch in der Master-Seite machen. Also wenn ich jetzt hier dann sage, Ihr Unternehmen, ändere ich in ein Kaffee und ich das dann wieder update, dann ist diese Änderung direkt überall zu sehen. Also im Impressum, auf der Datenschutzseite, auch auf der Startseite haben wir überall mein Kaffee. So, dann was können wir noch einstellen? Wir können uns nochmal um den Header kümmern und die Menüpunkte einstellen. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel über uns Leistungen Kontakt. Bei Leistungen, das ist ein Dropdown-Menü. Das Dropdown-Menü arbeitet mit Animation. Die sehe ich, wenn ich hier dann auch die Animationen einschalte. Jetzt sind die Animationen eingeschaltet und wenn ich dann mit der Maus drüber fahre, dann sehe ich, okay, das Dropdown-Menü funktioniert. Und das sind jetzt aktuell unsere
Menüpunkte, wir ändern die gleich. Und äh, im mobilen Menü habe ich hier diese drei Striche und wenn ich da drauf gehe, dann sehe ich, okay, hier ist ein Hamburger Menü, was sich einblendet. Also funktioniert auch das hervorragend. So, dann ändern wir mal die Menüpunkte. Wir wollen jetzt eine ganz einfache Seite erstellen. Die soll nur eine Seite haben, eine Startseite sozusagen. Und die soll jetzt nicht aus mehreren Unterseiten bestehen. Und da wähle ich mir hier einfach diesen Leistungsmenüpunkt aus. Sehe dann hier auch im Elementebaum sozusagen, welches, welche Elemente ich hier habe. Und das ist jetzt das Element für dieses Menü oder für diesen Leistungspunkt. Und das kann ich jetzt einfach entfernen. So, und dann ist er weg. Dann haben wir hier über uns Kontakt. Und wenn ich jetzt einen neuen Menüpunkt hinzufüge, kann ich einfach zum Beispiel den Kontaktmenüpunkt duplizieren. So, den nenne ich jetzt in Leistungen um oder in unser Menü. So, und dann haben wir hier die Menüpunkte. Hätte ich jetzt mehrere Seiten, könnte ich jetzt hier auch sozusagen durch diese Klasse Menü Active, also wenn wir hier in das Design Panel gehen, dann sehen wir auch, dass hier diese Klasse Menü Active hinterlegt ist. Die macht einfach nur, dass der Text fett wird. Und die ist dafür da, wenn ich jetzt mehrere Unterseiten hätte, dass ich dann auf der Unterseite, auf der ich bin, dann halt eben diese Klasse zuweisen kann. Und wenn ich dann auf der Kontaktseite bin, dann wird hier Kontaktfett hinterlegt. Wenn ich im Menü bin, wird das Fett hinterlegt. Da wir jetzt aber einen einfachen, eine Ein-Seiten-Website sozusagen machen, dann kann ich jetzt diese Klasse hier einfach rausnehmen. Rechtsklick, Classes, dann sehe ich, Menü Active ist hier als Klasse hinterlegt. Und wenn ich die rausnehme, dann wird die Schrift ganz normal auch wieder dünn. So, jetzt wollen wir noch unser Logo hier oben einbinden. Das ist jetzt hier nur ein Bildplatzhalter. Den kann ich einfach anklicken. Und dann habe ich hier in den Elementeinstellungen die Möglichkeit, dieses Bild zu ersetzen durch ein eigenes Logo von uns. Ich gehe hier in den Dokument-Ordner unseres Projekts und da haben wir vorhin in den Ordner Media unsere Bilder reingeladen und da habe ich hier auch ein Logo, das ich jetzt hier einbauen kann. Ja. So, was können wir noch einstellen? Wir könnten jetzt hier zum Beispiel noch unsere Telefonnummer ändern, wir können unsere E-Mail-Adresse ändern, wir könnten die Verlinkung ändern. Also wenn wir das jetzt hier anklicken, dann steht hier auch schon in den Elementeinstellungen der Link, wo die E-Mail-Adresse verlinkt sein soll. Wir könnten die Menüpunkte ändern. Also wo sind die Menüpunkte hin verlinkt? Natürlich dann zu unseren Unterseiten oder halt eben in dem Fall zu einem bestimmten Bereich auf der Startseite. Wir können die Social Media Icons verlinken. Impressum und Datenschutz sind schon standardmäßig verlinkt. Wir können auch im Footer nochmal unser Logo einbauen, müssen wir aber nicht machen. Wir können es auch einfach anklicken und dann sagen Delete. So, wir wollen kein Logo hier unten haben. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben hier etwas gelöscht, aber wir sehen, da ist noch was da. Ich empfehle wirklich immer mit dem Tree-Tab zu arbeiten, also mit diesem Projektbaum hier, weil da sehe ich dann auch generell, was habe ich hier ausgewählt. Ja, das ist hier der ganze Footer, das ist dieses, ja, dieser Block, wo das Bild für das Logo drin war.
Ich habe das Bild gelöscht, aber den Block nicht. Das heißt also, auch der muss weg. Und jetzt sehen wir, es ist wirklich alles weg. Jetzt haben wir den Footer sozusagen ein bisschen aufgeräumt. So, und ich bin zufrieden jetzt mit dem Menü auch. Ähm, Wir können, wie gesagt, also diese Blöcke, diese Basic-Komponenten, die sind sehr flexibel nutzbar. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch bei diesem Menüpunkt hier, also bei dem Hamburger-Menü, ich kann hier komplett ändern, wie das aussieht. Also ich gehe zum Beispiel in den Style-Tab, schnapp mir hier so einen von diesem Hamburger-Menü so einen Balken, kann dort hier die Farbe ändern, zum Beispiel. Ja, also wir könnten den jetzt zum Beispiel auch nicht in so einem Grau machen, sondern wir können den auch braun färben. So, wir könnten hier die Rundungen ändern und schon ist das Design hier geändert. Wir können, wenn ich jetzt hier nochmal draufklicke, wir können auch hier ändern, dass der Hintergrund nicht grau ist. Wir können selbst die Animation ändern. Also wenn ich jetzt hier in diesen Bereich reingehe, sehe ich hier, ist eine Animation hinterlegt. Und wenn ich mir die Animation anschaue, dann sehe ich, dass ich diese Animation auch bearbeiten kann. Also hier kann ich die Animation bearbeiten. Ich kann wirklich alles genau anpassen, so wie ich das möchte. Aber damit das Video nicht noch länger wird, lassen wir das alles einfach mal so eingestellt. Das funktioniert ja auch ziemlich gut. Und wir schauen mal zu, dass wir die Seite an sich noch ein bisschen aufbauen. Und da mache ich mal wieder Components Update the whole project, dass alles, was wir jetzt geändert haben, hier wieder übernommen wird. Und dann gehen wir auf die Startseite. Die Startseite ist jetzt aktuell immer noch leer. Und wir schauen uns mal den Aufbau an. Wir haben bei der Startseite, wie gesagt, diese Übersicht hier mit den verschiedenen Elementen, die wird ja nicht übernommen. Das heißt, die Startseite besteht aktuell nur aus Header und Footer. Und das sehen wir auch hier im Tree-Tab. Header, dann den Main-Bereich und den Footer. Und in diesen Main-Bereich, da kommt dann unsere ganzen Inhalte. Wir sehen auch hier in Blau hier ist so ein kleiner Stift. Und das bedeutet, dass der Main-Bereich geändert werden kann auf dieser Seite, ohne dass Änderungen, die ich auf der Master-Seite mache, dort übernommen werden. Das heißt also, ändere ich in der Master-Seite zum Beispiel den Header, dann wird der Header auch auf der Startseite geändert, aber alles, was hier in diesem Main-Bereich ist, bleibt davon unangetastet. So, dann schauen wir mal, ziehen wir mal ein paar Komponenten hier auf die Startseite. Also wir haben jetzt hier oben das Menü, dann nehmen wir vielleicht ein Titelbild. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel mal diesen Titelbereich hier. Und ich kann den einfach nehmen und ich sehe dann, wo ich den hinziehe. Also einmal auf der Seite, aber auch hier direkt im Tree, in der Tree-Ansicht, im Tree-Tab, kann ich genau bestimmen, ich möchte den in diese Main, äh, in diesen Main-Container sozusagen reinpacken. Und schon haben wir jetzt einen Titelbereich hier auf unserer Seite. Und wir sehen die Änderung der Schrift und auch des Buttons, die ich in der Masterseite gemacht habe, die ist direkt hier auch übernommen. Das heißt, wir können in der Masterseite einmal das Design unserer Seite festlegen, zumindest so grundlegend, und dann müssen wir das nicht jedes Mal, ähm, nicht jedes Mal dann hier machen und wir vergessen dann halt auch keine Elemente, sondern wir können das dann auch zum Beispiel gleich die Überschrift H1 bis H6 durchgestalten. So, ich wähle hier mal ein anderes Titelbild aus. Also gehe ich hier auf dieses Titelbild. Ich sehe, okay, das ist hier irgendwie kein Bild. Dann schaue ich mal.
in die Style-Einstellungen und hier ist halt eben dieses Bild als Hintergrundbild eingebaut. Sehe ich hier, Background Image. Und das kann ich natürlich ändern. So, wo ist es? Hier. Ja, Background Image. Und da wähle ich mir einfach mein eigenes Hintergrundbild aus. Zum Beispiel das hier. So. Und dann sage ich hier, willkommen in unserem Café. Ja, dann kann ich auch noch den Button beschriften und zum Beispiel reinschreiben zum Menü. So, also haben wir jetzt hier schon mal den Titelbereich. Was wollen wir noch auf unsere Website packen? Über uns. Da machen wir mal hier so ein bisschen so ein Text-Bild-Element. Also ich kann jetzt auch hier diesen Bereich einfach nehmen und schiebe den einfach hier auf die Seite. Hier zum Beispiel unter das Titelbild. Da haben wir hier direkt ein Text-Bild-Element. Darunter möchten wir unser Menü. Das heißt, da können wir jetzt zum Beispiel hier diese Preisliste nehmen. So, die zeigt dann unser Menü. Und unter unserem Menü nehmen wir einen Kontaktbereich. Da gibt es hier zum Beispiel so einen Kontakt-Area, also einen Kontaktbereich, eine Kontaktbereich-Komponente. Und die beinhaltet hier so einen ja, ganz standardmäßigen Kontaktbereich. Und hier könnte ich jetzt ja, einfach weitermachen. Mal ein bisschen größer. So, über uns, das ist jetzt der Bereich über uns. Ein liebevoll geführtes Café im Herzen von Berlin. So, hier können wir wieder unser eigenes Bild reinbauen. Natürlich auch unseren eigenen Text reinschreiben. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Bild. Dann können wir sagen, wir machen hier doch weiter. Nicht nur Kaffee, sondern auch Leckereien. So, dann nehme ich das Bild. Wenn ich jetzt hier wieder die Hintergrundfarbe ändern will, dann wähle ich das einfach aus. Dann schaue ich mal, welchen Inhalt habe ich jetzt erwischt. Also ich habe jetzt das hier, diese Diff-Box sozusagen beinhaltet hier zwei weitere Diff-Boxen. Und hier ist das Bild, Image, hier ist die H3-Überschrift, der Text und das hier ist Text-Image BG. Hier ist jetzt der Hintergrund definiert. Ne? Also gehe ich einfach wieder in den Style-Tab und dann kann ich hier die Hintergrundfarbe ändern. Wir wollen auch die so ein bisschen wärmer, so ein bisschen, ja, in einem leichten Cremeton vielleicht, damit es einfach gut zum Design unserer Seite passt. Wir könnten jetzt natürlich jederzeit auch diese Blöcke komplett bearbeiten. Also wir können sagen, wir wollen jetzt hier zum Beispiel die Überschrift ändern. Das ist jetzt eine H3. Mache ich Rechtsklick, Transform und dann ändere ich das zu einer H2. Ich könnte zum Beispiel noch eine andere Überschrift hier reinziehen oder ich könnte auch noch ein Bild da reinziehen oder ich könnte einen Button dort reinziehen. So, haben wir noch eine Überschrift mehr. Wenn ich jetzt noch einen Button reinziehen will, das kann ich zum Beispiel auch hier oben machen. Button, ganz wichtig ist, ich könnte jetzt natürlich ein Button-Element nehmen, ein HTML-Button-Element. Das würde aber nicht so schön aussehen, weil HTML
Button-Elemente sehen dann also so aus. Das ist ein relativ standardmäßiger, ja, so ein ganz standardmäßiger Button. Ähm, Mittlerweile werden Buttons als ganz normale Links gesetzt. Also das heißt, ich kann hier mir ein Link-Element nehmen, schiebe das hier rein, dann haben wir hier einen Link und den Link kann ich die Klasse Button äh, übergeben. Also die Klasse Button, die kommt mit dem Starterprojekt sozusagen dazu. So. Und schon haben wir die Klasse Button, die auch dieser Button hat. Ja? Also dieser Button, dieses Button-Design, das ist im Starterprojekt mit drin. Und dann kann ich auch hier sagen, zum Menü. So, warum ist eigentlich dieser Button noch blau? Der ist blau, weil der noch noch in anderen Stadien sozusagen blau eingefärbt ist. Also es gibt Hover, Focus, Active und und da sehe ich, da ist der noch blau eingestellt. In Hover haben wir die Farbe ja schon geändert. Und wenn ich die einfach kopiere und dann auch noch in Focus und auch noch in Active einstelle, so dann ist sozusagen dieser Button auf jeden Fall jetzt nicht mehr blau, sondern immer braun. So, ich könnte auch zum Beispiel unter dieses Bild, könnte ich jetzt auch noch einen Text reinziehen. So, nehme ich hier das P-Element unter das Bild und dann habe ich hier auch noch einen Text drunter. So, auch diese Elemente, die sind schon komplett responsive. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei einer mobilen Seite, dann sehe ich, okay, das wird jetzt übernommen, dann sind da die Bilder unter dem Text und so weiter. So, ich mache das hier wieder größer. Ich kann hier auch in der Größenübersicht direkt so ein paar vorgefertigte Größen mir anschauen. Ich kann mir auch direkt Geräte anschauen, zum Beispiel das iPhone 10. Dann sehe ich, wie das auf dem iPhone 10 aussieht, unsere Seite und so weiter. So, okay, dann wollen wir hier unser Menü anzeigen. Da haben wir jetzt unsere Speisen drin. Am besten schauen wir uns auch wieder erstmal kurz die Struktur von diesem Block an. Also das ist jetzt ein Preislist-Item. Also ich habe hier nur eine Speise sozusagen drin. Und diese Speise soll jetzt heißen, ich sag mal, gibt es hier auf jeden Fall erstmal Kaffee. So, der kostet vielleicht keine 15 Euro, sondern sagen wir mal 4 Euro. Ja, hier könnte ich jetzt auch noch mache das wieder mal ein bisschen kleiner, dass man das besser sieht. Hier könnte ich auch noch jetzt irgendwas hinschreiben, Zutaten oder so. So, und wenn ich jetzt mehrere Speisen hinzunehmen möchte, dann kann ich einfach dieses Element nehmen und das kann ich dann duplizieren und schon habe ich 2, 3, 4 verschiedene Menüpunkte. Ne? Also haben wir die 1, das ist Kaffee, dann haben wir hier die 2 auf der Karte, das ist zum Beispiel Tee. Die 3 ist Kuchen und so weiter. Also hier könnte ich jetzt unser Menü machen mit den Preisen und allem drumherum. Hier habe ich wieder so eine zweite Farbe, also jedes zweite Element wird hier mit diesem grauen Hintergrund eingestellt. Der gefällt mir natürlich wieder nicht so. Das heißt, ich kann hier einfach den Style ändern und sehe Background Color und auch den ändern wir wieder, machen wieder ein bisschen wärmer. So vielleicht, dass das einfach besser zum Design unserer Seite passt.
Okay, gut. Haben wir das? Vielleicht brauchen wir noch eine Überschrift, dass man also weiß, dass wir im Menü sind. Ja, wir haben jetzt ja hier diesen Inhalt und dann kommen hier einfach die Menüpunkte. Dann machen wir vielleicht noch eine Überschrift dazwischen mit ja, mit der Überschrift Menü. Dazu können wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal einen leeren Block nehmen. So, den füge ich jetzt hier zwischen dieses, diese Preisliste und diesen Textbildelement hier oben ein. Ein leerer Block. Und in diesen leeren Block packen wir einfach eine Überschrift rein. Dann nehmen wir mal ja, zum Beispiel eine H2-Überschrift. So, ziehen wir die hier rein. Und das ist unser Menü. Okay, ich sehe gerade, also deswegen ist der Tree Tab so wichtig. Wir haben jetzt den Menü, also diesen Block mit der Überschrift, in diesen Block reingezogen. Also das sehe ich hier auch. Wenn ich das hier mal klein mache, da ist kein Block mit Menü. Der Block mit Menü ist hier, also innerhalb von diesem Block. So, ich möchte aber, dass der nicht da drin ist, also ziehe ich den hier. Das ist immer so ein bisschen die Kunst, dass man die Elemente auch an die richtige Stelle rückt. Und jetzt sehe ich, ja, also hier, der Block, der ist jetzt, ich kann das hier auch mir einklappen, dann bekomme ich eine bessere Übersicht. Haben wir jetzt hier den Block und hier diese Textbildelemente, die Überschrift und dann kommen unsere Price Items, also unsere Speisekarte. So, dann haben wir hier noch den Kontaktbereich. Der ist natürlich auch schon komplett responsive für uns gestaltet. Da kann ich jetzt natürlich auch wieder alles drumherum ändern. Natürlich erstmal unsere Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse. Vielleicht will ich keine E-Mail, dann nehme ich hier diesen Block und entferne den. So, E-Mail-Adresse möchte ich nicht angeben und so weiter. Dann sieht ja schon mal die Seite gar nicht so schlecht aus. Was wir jetzt noch machen, wir wollen jetzt noch das Menü verlinken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf unser Menü klicke oder auf Kontakt klicke, dass ich dann auch zu den entsprechenden Bereichen auf der Seite komme. Ähm, Wie macht man das? Ich muss sie dazu erstmal benennen. Also ich nehme jetzt hier unseren Kontaktbereich und dann kann ich hier in den Elementeinstellungen eine ID vergeben. Eine ID, das ist eine einmalige Benennung eines Elements und der Name darf auch immer nur einmal auftauchen. Also könnte ich jetzt hier die ID Kontakt vergeben und beim Menü, das nenne ich jetzt Menü. Ganz wichtig, die ID darf auch keine Umlaute beinhalten. Also wenn ich jetzt Menü schreiben würde, das wäre nicht so gut, das könnte zu Fehlern kommen. So, wie verlinke ich das jetzt? Ich gehe zurück in die Masterseite, weil ich hier das Menü, also den Header, bearbeiten möchte. Und dann gehe ich einfach unser Menü und dann auch wieder in den Elementeinstellungen habe ich hier so ein Hashtag. Also ich könnte jetzt auch eine andere Seite verlinken. Ja, ich könnte jetzt ja auch drauf gehen. Ich bin jetzt im Ordner Media. Ähm, Gehe ich ja eins raus. Und ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte den Menüpunkt auf unser Impressum verlinken oder auf eine andere Unterseite. Das mache ich nicht, sondern ich möchte das auf einen Bereich verlinken, also auf einen Bereich auf der Startseite, der die ID Menü hat. Wir haben den ja gerade so genannt.
Und das mache ich halt mit diesem Hashtag. Der Hashtag sagt dem Browser, spring an die Stelle, wo das Element mit der ID Menü erscheint. Und wenn ich hier den Slash noch davor packe, dann schickt es uns immer auf die Startseite. So, aber diese Verlinkungen und sowas, also quasi alles, was ich auch jetzt hier erzähle, das findet ihr auch im Pinegrove Forest nochmal als Anleitung. Da gibt es ganz viele hilfreiche Tricks und Tipps zu dem Thema, wie erstelle ich eine Website. So, also Kontakt möchte ich auch auf den Bereich Kontakt verlinken. Dann wende ich das an alle Unterseiten. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Startseite gehe, so, dann kann ich mir die Seite direkt auch im Browser anschauen. Und dann sehe ich, okay, also die Seite, die sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Dank der vorgefertigten Komponenten und dem schnelleren Style-Methoden in dem neuen Starterprojekt Version 2.0 funktioniert das ganz gut. Und wenn ich jetzt sage, unser Menü, dann erscheint hier auch direkt das Menü, so wie ich das möchte. Ne? Ja, das war's erstmal. Ich denke, da haben wir hier schon einiges geschafft. Also so eine kleine Seite, wenn man jetzt natürlich noch mal ein, 2 Stunden mehr Arbeit investieren würde, dann würde die, denke ich, auch ja, ziemlich gut aussehen und dann könnte man die wahrscheinlich auch schon veröffentlichen. Also ihr seht, dass ihr mit dem Starter-Projekt und mit den Basic-Komponenten auf jeden Fall jede Menge Zeit spart und innerhalb kürzester Zeit auch eine eigene Website selbst erstellen könnt. Ja, das war's erstmal. Wie gesagt, ihr bekommt auf Pinegrove Forest jede Menge hilfreiche Tipps und Tricks, also zu verschiedenen Punkten. Ja, hier zum Beispiel auch nochmal Einstieg in das Starterprojekt. Da ist nochmal alles genau erklärt, so wie ich das jetzt hier im Video auch gezeigt habe. Oder auch zum Thema Überschriften, Texte, Schriftarten. Da findet ihr auch Informationen, welche unterschiedlichen Schriftarten oder welche unterschiedlichen Schriftelemente es überhaupt so gibt. Also Paragraph, der Fließtext, Überschriften, das sind alles HTML-Grundlagen. Also das hat jetzt nichts unbedingt nur mit Pinegrove zu tun, sondern generell mit der Programmierung von einer individuellen Seite. Hier findet ihr auch zum Beispiel, wie formatiere ich etwas, wie mache ich Schriften fett, wie ändere ich die Schriftfarbe, wie ändere ich die Schriftart und so weiter. Ne? Also gern mal auf pinegroveforest.com vorbeischauen, gerne in unserer Facebook-Gruppe vorbeischauen, sich dort anmelden. Da könnt ihr eigene Webseiten, die ihr mit Pinegrove erstellt habt, präsentieren, Fragen stellen und so weiter. Also das ist auch eine ganz schöne Community. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.